Hallo und herzlich zurück. Willkommen bei The Stanley Parable. In der letzten Folge haben wir, ich glaube, nur zwei Enden gesehen, wenn ich es richtig weiß. Einmal das Ende, wenn wir im Büro geblieben sind, und einmal das, was wir sehen, wenn wir einfach der Stimme gehorchen. Ja, wir machen heute mal direkt weiter. Wir gehen raus. How long was I sitting there? Stanley wondered to himself. Danke. Minutes? Days? Centuries? Komm, Did something crucial happen while my senses were turned? Yep. He made a note to be more careful with time from now on. So, wir machen erstmal genauso weiter wie vorher. Wir gehen zu einem Ende, wo wir schon dran vorbeigelaufen sind. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Yep, das machen wir auch wieder. Wir gehen wieder durch die linke Tür. Kommen wieder hier. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Ja, hier ist alles gleich geblieben. Passiert nicht viel weiter. Aber hier, guck mal. Diesen Raum kennen wir doch. Ja, ich weiß doch. Da gehen wir noch mal rein. Oh no, no, not again. I won't be part of this. I'm not going to encourage you. I'm not going to say anything at all. I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing so much in this room. Please take your time. Ich finde das so geil. Ich finde das einfach so geil. Dieser Raum. Okay, jetzt, ich glaube, viel passiert da jetzt nicht mehr. Glaube ich zumindest. Ich warte noch mal ein bisschen. Ein paar Sekündchen warten wir hier. Schauen uns noch mal um. Schauen uns diesen wunderschönen Besen an. Diesen wunderschönen fahrbaren Mob, Eimer, Dings, Bums. Alles so wunderschön hier. Und scheint nichts mehr zu passieren, also gehen wir raus. Dankeschön. So. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Genau. Jetzt haben wir die Möglichkeit hochzugehen. Oder wir gehen hier runter. Oben waren wir schon, da werden wir aber nachher nochmal hingehen. Aber wir werden jetzt erstmal schauen, was uns hier unten erwartet. Was in diesem winzigen Kabuff dieses Licht hier für eine Funktion hat, ist mir rätselhaft. Rätselhaft, aber okay. Gehen wir weiter. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head.
One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment and my wife and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy, this much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day, the very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Ja. So viel zu diesem Ende. Ich habe bewusst die Klappe gehalten, weil der Kommentator hat mir das Reden abgenommen. Ich finde das persönlich ein sehr, sehr interessantes Ende. Weil es... How long was I sitting there? Stanley wondered to himself. Halt doch die Klappe. Days? Centuries? Did something crucial happen while my senses were turned? He made a note to be more careful with time from now on. Ja, ist klar. Auf jeden When Fall. Stanley came to a Ja, set of ist two mir recht. open doors, he entered the door on his left. Auf jeden Fall. Ich finde, dieses Ende regt sehr, sehr zum Nachdenken an. Yet there was not a single person here either. Könnt ihr euch ja auch mal eure eigenen Gedanken dazu Stanley machen. decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Oh no, no, not again. I won't be part of this. I'm not going to encourage you. I'm not going to say anything at all.
I'm just going to be patient and wait for you to finish whatever it is you enjoy doing so much in this room. Please take your time. Gut, ich lasse mir Zeit. Hier ist es doch schön, oder Leute? Guckt euch diese Glühbirne an. Wie hell sie scheint. Ui. Rohre. Rohre. Guckt euch an. Besen. Pappe unter dem Ding. Schlauch. Nochmal Pappe. Ui. Ist das schön. Ist das nicht schön? Was haben wir hier? Ui. Werkzeuge. Ach ja, guckt euch das an. Vor allem diese wunderschöne Tapete. Sowas will ich auch in meinem Zimmer haben. Einfach nur wunderbar. Ist der beste Raum des Spiels, finde ich. Also, ja. Gehen wir. So. Coming Jetzt gehen to a wir wieder hoch. staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Jetzt probieren wir mal ein Ende aus. Schauen, ob ich das hinbekomme. Sonst springen wir zum nächsten. Stepping in. Ja, genau. Das Ende wollte ich haben. So. Jetzt sind wir nämlich hier. Können wieder hier runter. Ist das hier offen? Nein. Edge Badge ausgetrickst. Jetzt gehen wir wieder den ganzen Weg zurück. Jetzt nämlich alle Türen wieder offen. Die ist hier. Aber da wollen wir jetzt nicht mehr rein. Denn rein theoretisch müsste sich jetzt woanders eine Tür geöffnet haben. Rein theoretisch. Hier sind alle Türen wieder offen. Bis auf die eine. Sie hält auch die Klappe, das ist interessant. Ja, genau. Jetzt ist diese Tür neben unserem Büro offen. Hier ist nichts außer Dunkelheit. You are now leaving. Yay. Wir leaven. Sehr schön. Wir können hier die Treppe hoch. Ich will den Aufzug nehmen. Geht schneller. Geht nicht. Schade. Die Tür geht auch nicht auf. Hier haben wir Büros. Hier haben wir Büros. Guck mal. Das ist nicht schön. Wir nehmen jetzt die Treppe. Rotes Licht. Ziemlich unheimliches Treppenhaus. Ich will den Aufzug rufen, Mann. Scheiß Treppen. Treppen sind mein Feind. Irgendwann werden wir ankommen, Leute. Irgendwann. Nur keine Panik. Auf der Titanic. Es geht noch weiter hoch. Wie der Typ einfach seine Klappe hält. Mag uns nicht mehr. Er redet nicht mehr mit uns. Falls es dunkel für euch ist, Leute, in den Treppengängen, macht euch nichts draus, ich sehe auch fast nichts. Escape Pod Lounge Bay. Escape. Okay. Ich sehe nichts. Es ist sau dunkel, Leute. Oh ja, da ist was. Und ich sehe nichts. Das war's. Ja. Das ist eines der langweiligeren Enden, wie ich finde. Egal.
Eins machen wir noch. Wait, Stanley thought to himself. Am I sure that the orders stopped coming in? How is that possible? They never stopped. Surely I was mistaken. Okay. Ein neuer Satz. Der Satz ist echt neu gewesen. Input. Input. Wie lang? Sprint-Taste wäre im Spiel echt nützlich. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Ja. Da kannst du dir sicher sein. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Nachdem ich hier so oft da reingegangen bin, haben sie das Blumenkloster zugenagelt. Finde ich so geil. Scheiße. So geil. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ja. Ich hab's mal da reingeschafft, aber ich weiß nicht mehr, was ich dafür gemacht habe. Okay, genau das. Because the boss knows that what the boss says goes. If the boss suffered losses, then that's what the boss choose. Ich habe keine Ahnung, was der damit meint. Ich sehe mich nicht mal im Spiegel. Wenn ich aus dem Fenster gucke, ist alles nur schneeweiß. Ja. Also für die Leute, die sich gefragt haben, was ist hier drin? Hier zählt das. Nicht viel. Genau, hier war ja auch noch ein Raum. Dann gehen wir erstmal hier rein. Ja. Jetzt, wir fahren auf. Hey. Wir fahren runter. Hey, wir sind da. Wir haben es geschafft, wir sind angekommen. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Yeah. Amazing. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Unglaublich, was man durch zufälliges Drücken der Knöpfe alles erreichen kann. Boah, ich bin gut. Stanley, du bist gut. Du bist ein wahrhaftiges Genie. Unglaublich, dieser Stanley. Unglaublich. Loading. So, ein Ende machen wir noch. Deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job.
Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Ja, absolut. Wir gehen hier wieder durch die... Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Nope. Diesmal will ich wissen, was Escape bedeutet. Bye. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Ach was, das kann doch nicht sein. Stanley wird überleben, bin ich mir sicher. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Nee, danke. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Ah, ein rotes Licht, das kann niemals schlecht sein. Ich mag rote Lichter. Bye. Loading, loading, loading. Loading, loading, loading. Wow. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Das würde extrem gruselig aussehen mit Virtual Reality. Wir haben überlebt. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Oder auch nicht. Was ich sagen wollte, mit einer Virtual Reality Brille wäre dieser Moment wahrhaft grauenhaft gewesen. Gott sei Dank spiele ich nicht damit. Aber das hier ist eins meiner Lieblingsenden in dem Spiel. Warum, werdet ihr gleich sehen. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? So, wir sind hier nämlich in einer Art, man kann sagen, Museum gelandet. Das hier zeigt alles Mögliche, was von den Entwicklern gemacht wurde. Hier ist zum Beispiel das Office Layout, hier ist unser Büro, dann der Weg hier lang bis hinweg zu den beiden Türen, wo wir erwählen können links und rechts. Finde ich echt cool, dass die Entwickler sowas mit eingebaut haben. Office. Yay. Buttons. Yay. Und das ist mal wirklich ein hammergeiler Weg, die Credits einzufügen. Das finde ich toll. Die zeige ich jetzt auch gern mal. Was sowas einfach belohnt gehört. Und so haben wir noch ein paar weitere Räume. Das finde ich richtig geil gemacht. Was ist Office? Ja. Einfach toll. Office Clock. Ja, die muss man zeigen. Die muss man einfach zeigen. Freedom Ending. Ja, das haben wir schon gesehen. Oh, hier geht's noch weiter. Gehen wir mal dahin.
Employee Lounge. Da werden wir noch hingehen. Underground. An early version of the underground portion of the game. Das finde ich einfach geil, solche Easter Eggs mit einzufügen. Sachen zu zeigen, wie das Game in der Early Access Phase ausgesehen hat. Einfach toll. Narration Outtakes. Oh, I don't know. How about they're throwing a surprise party for him for all his button pushing? Does that sound plausible to you? Cool. Das ist echt cool. Also, ich find's einfach toll. Wie viel Liebe zum Detail in dieses Spiel reingesteckt wurde, was eigentlich nur dazu da ist, dich von vorne bis hinten zu verarschen. Mehr ist es im Prinzip auch nicht. Ein Spiel, das dich von vorne bis hinten verarscht. Freedom Ending. Das ist Freedom Ending as it existed in the beta. Cool. Countdown Room in Early Access Version. Cool. Ich finde das richtig toll, wie das gemacht wurde hier. Hier ist das Ende. Da gehen wir aber noch nicht hin. Wir haben noch so viel zu erkunden. Boah. Game Design Mockup. This is the level that the level designer sent Davey, the writer, as a kind of audition piece. The strength of this level got William hired to design the full game. So much of the... Boah, cool. Einfach nur geil. From left to right, the evolution of Stanley's office over time. The first was created November 2011, second March 2012 and the third in February. Wow. Ja, so ist es, wie wir es heute kennen. Boah. Finde ich richtig cool, also. Da sollten sich manche Spiele mal ein Beispiel dran nehmen. Lounge, nein, die will ich euch noch nicht zeigen, da waren wir noch nicht. Auch ein paar Schritte? Oder ist das? Ach, das ist die Uhr, leck mich am Arsch. Ich bin erschrocken. Betätigen. Ending. Escape Menü. Okay. Hier waren wir schon mal. Habe ich mich jetzt verlaufen? Oh. Trailers. We went for major teaser trailers over the course of the game. Bla 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 bla. Kino. Yay. Cool. Aber leider ohne Ton. Ein paar Teaser hier. Auch geil, wie sie das einfach so eingefügt haben. So geil. Dieses Spiel nimmt sich einfach kein bisschen ernst und das gefällt mir. Einfach richtig genial. Das ist das, was dieses Spiel ausmacht. Das ist das, was... Hier lang müssen wir. Das ist das, was jetzt schon einige Spiele ausgemacht haben, die jetzt im Laufe der Zeit nach der Stanley Parable rausgekommen sind. Nein, das will ich euch noch nicht zeigen. Cool.
Warzone. Ja, das ist, was das mal gedacht war. Aber sie haben es dann doch rausgenommen. Schade, aber auch verständlich. Maintain zu, den werden wir auch noch sehen. Jetzt kommen wir wieder hier raus. Okay. Dann gehen wir jetzt da hoch. Viel mehr gibt es hier dann, glaube ich, auch nicht mehr zu sehen. Ah ja, das waren die Büroräume. Genau, jetzt sind wir wieder hier. Ja. Mehr gibt es nicht zu sehen. Ich finde es trotzdem sehr, sehr lustig gemacht. Wie der Entwickler da uns ein bisschen was von der Entwicklung des Spiels zeigt. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. On, off, on, off, off. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time... Au. Ja, das war dieses Ende. Wir sind dann doch zerquetscht worden. Muss ein schrecklicher Tod sein, sowas. Ja. Genau, das habe ich vergessen. In diesem Moment sind wir wirklich abgeschmiert. Weil einfach nichts mehr kommt. Ja. Mit diesem schwarzen Bildschirm verabschiede ich mich von euch. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Stanley Parable wieder. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn ja, sehen wir uns hoffentlich auch in der nächsten Folge wieder. Euer Zarragossa, bis dann. Tschö.